Sommer draußen grüßt. Spende deinen süßen Schal, ehe du nach Süden fließt. Ihr Gesicht ist erschlagen, ihre Zähne erschlagen, ihre Augen erschlagen, ihr Mund, ihre Lippen, ihre Zunge, ihr Hals, ihr Leib, ihre Beine, ihr Schoß. Ich bin deine. Du sollst mich trösten. Mir wird schlecht. Komm doch. Wir sind gleich zu Hause. Ich bin deine. Zu ihrem Haus, das von Rosen umsäumt, wo von Liebe sich reimt. Ja, Grüße von tausend Küsse, nimm sie behutsam und fein auf dein Saatflügelein und dann flattere langsam fort. O sage ich, dass ich sie nicht liebe. Sing, sing, kleine Vögelein. Die Bäume schaukeln, es fängt an zu blasen. Hu, hua, hu, hu, hu. Die Nacht geht weiter. Ihr Leib erschlagen, ihre Augen, ihre Zunge, ihr Mund. Komm, wir sind gleich zu Hause. Ich bin deine. Sag ihr, dass ich mich so freu auf das nächste Wiedersehen. Ein Baum kracht, der steht am Rand. Hu, hua, hu, hu, hu. Das ist der Sturm. Der kommt mit Trommeln und Flöten. Jetzt liegt er oben über dem Wald. Jetzt lässt er sich runter, wenn es heult, ist er unten. Das Wimmern kommt vom Gestrüpp. Das ist, als wenn etwas geritzt wird. Das heult wie ein eingesperrter Hund und quiekt und winselt. Hör mal, wie das winselt. Den muss einer getreten haben, aber mit dem Absatz. Jetzt hört es schon wieder auf. Eva? Was sitzt denn da? Was sitzt denn da alleine rum, Franz? Die Mieze lässt mal sitzen. Hättest mich auch anrufen können oder vorbeikommen. Die Bast hat mich anrufen müssen, sonst hätte ich überhaupt nichts erfahren. Schäm mal so, Eva. Lass mal, Franz, die kommt doch wieder, die Mieze. Die hat dich doch gern. Die läuft doch nicht weg. Ich kenn schon Menschen. Weiß ich doch. Weiß ich doch alles. Denkst du, ich gräme mal? Ich weiß genau, dass die wiederkommt. Siehste, ist irgendwas mit dem Mädel. Hat jemand getroffen von früher, macht vielleicht eine kleine Spritztour. Du, ich kenn die schon, wo du sie noch gar nicht gekannt hast. So Sachen macht die. Die hat so Einfälle. Naja,
komisch ist es doch. Ich weiß nicht. Die hat dich doch lieb, Franz. Franz? Schau mal. Schau mal meinen Bauch. Magst du nicht anfassen? Wieso? Was ist denn? Na, von dir, Franz, weißt schon, was Kleines. Hat sie doch gewollt, die Mieze. Genau. Die Mieze hattet gewollt. Ja. Mensch, Eva. Eva! Mensch, Eva, das ist doch nicht möglich. Pass mal auf, Franz, wenn die zurückkommt. Du, die wird ein Gesicht machen, das kannst du gar nicht vorstellen. Da siehst du, jetzt bist du aufgeregt. Warum bist du denn aufgeregt? Das macht mich ganz kaputt. Ich kann das Mädel nicht verstehen. Jetzt muss ich mich trösten. Ach nee, das sind bloß die Nerven. Kommt vielleicht vom Baby. Und jetzt hör bloß auf zu wehen, Eva. Wenn die zurückkommt, die Mieze, die macht dir noch ein Theater des Wehen. Franz, was sollen wir denn bloß machen? Es ist so gar nicht ihre Art. Also erst sagst du das bloß so. Die macht eine Spritztour mit ihnen und dann nachher, das ist nicht ihre Art. Aber ich weiß es eben auch nicht. Darf ich noch mal Was? das Baby hören? Dann komm schon. Obwohl hören kann man ja noch gar nichts. Doch, doch. Der Sturm kommt wieder an. Es ist Nacht, der Wald steht ruhig, Baum neben Baum. Sie sind in Ruhe hochgewachsen. Sie stehen wie eine Herde beisammen. Wenn sie so dicht beisammen stehen, kommt der Sturm nicht so leicht an sie ran. Nur die Außen müssen dran glauben und die Schwachen. Das lasse ich mir nicht nehmen, das Kind, das behalte ich. Und wenn sich der Herbert auf den Kopf stellt. Wieso? Sagt er denn was, der Herbert? Nee, er denkt, es ist von ihm. Aber ich behalte es. Ja. Und ich stehe Pate. Dass du so gute Laune hast, Franz. Das ist doch ganz einfach. Weil sobald keiner an mir rankommt. Jetzt sei doch vergnügt, Eva. Ich werde auch meine Mieze kennen. Die kommt schon nicht unter den Omnibus, das klärt sich. Sollst recht haben. Wiedersehen. Ja, und was ist? Kein Kuss heute? Dass du so vergnügt bist, Franz. Wir haben Beine, wir haben Zähne, wir haben Augen, wir haben Arme. Da soll einer kommen, der soll uns beißen, der soll Franz beißen, da soll einer kommen. Der hat 2 Arme, der hat 2 Beine, der hat Muskeln, der haut alles zu Klumpen. Soll einer Franz kennen, der ist kein Hanepampen. Was wir hinter uns haben, was wir vor uns haben, da soll einer mitkommen. Da trinken wir 1 drauf, 2 drauf, 9 drauf. Wir haben keine Beine, wir haben keine Zähne, wir haben keine Ohren, wir haben keine Arme. Da kann jeder kommen, der kann Franz beißen. Der ist ein Hanepampen, der kann sich nicht wehren. Der kann nur trinken. Der Wind macht nichts weiter als seine Brust ein bisschen weit. Passt mal auf. Er zieht den Atem ein, dann bläst er aus. Hu, hua, hu, hu. Dann zieht er ein. Dann bläst er aus. Hu, hua, hu, hu. Jeder Atem ist schwer wie ein Berg. Bläst er aus. Hu, hua, hu. Der Berg wird angerollt, zurückgerollt. Bläst er aus. Hu, hua, hu. Hin und zurück. Die Mieze ist jetzt 3 Wochen weg. Aber ich kann nichts machen. Ich kann es einfach keinem sagen.
Die Eva weet der Mac weet und die Basten auch. Ich kann es einfach geben sagen. Was soll ich denn sonst machen? Anzeigen? Die lachen wir doch aus. Es ist Nacht, die Sonne ist weg. Es fängt wieder an. Er ist da. Er ist jetzt unten und oben und ringsherum. Gelbrotes Licht am Himmel und wieder Nacht. Gelbrotes Licht, Nacht. Das Winseln und Pfeifen wird stärker. Die am Rand sind, wissen, was ihnen bevorsteht. Die winseln und die Gräser. Aber die können sich biegen, die können flattern. Aber was können die dicken Bäume? Und plötzlich weht der Wind nicht mehr. Das hat er aufgegeben. Das tut er nicht mehr. Sie quieken noch von ihm. Was will er jetzt tun? Versteck da ruhig, Mieze. Ich find das schon. Gut, kannst du ja nicht verstecken. Eines Tages werde ich auch wieder so gut rudern können wie früher, als ich noch beide Arme hatte. Das mag dann nur für dich, Mieze. Weil dir nämlich ein ganzer Mann zusteht und kein halber. Und weil du stolz sein sollst auf mich und weil ich da lieb habe. Mieze! Brauchst man da jetzt nicht länger auf der Folter zu spannen. Du kannst doch ruhig kommen. Das ist dir lieber, wenn ich komme. Nee. Mensch. Dann komm doch du. Hallo. Der Atem ist ein Gewicht, eine Kugel, die stößt und fährt gegen den Wald. Und wenn der Wald auf den Hügeln wie eine Herde steht, der Wind umrennt die Herde und braust durch. Wir haben uns lange nicht gesehen, wa? Richtig. Komm da rein. Ich war weg. Hab ihn kennengelernt mit viel Zaster. Hat mir eingeladen. Na, hättest du vielleicht mal eine Karte schreiben können. Ich bin nicht so doll im Kartenschreiben. Vor allen Dingen vergesse ich es immer. Und meistens fällt mir niemand ein, an den ich schreiben müsste. Und ist doch gut, Mensch, das war doch bloß ein Witz. Ist übrigens ein ziemlicher Kampf da drin mit Pumps, Wehen, allen möglichen Sachen. Du stimmst ja für uns, ja? Ja, wenn du meinst. Hast du bestimmt mehr Gedanken darüber gemacht als ich. Ja, ist bestimmt besser, wenn du für uns stimmst. Bestimmt besser. Wenn man ein Haus umschmeißen will, kann man es nicht mit der Hand machen. Man muss eine Ramme nehmen oder unten Dynamit eingraben. Tag. Tag. Noch nicht mal davon habt ihr eine Ahnung. Das kommt nämlich erst mal darauf an, dass man den Markt studiert, Abnehmer findet. Und dass man begreift, wenn Konfektion nicht mehr geht, dass man auf was anderes umsteigen muss, auch auf Pelzwaren meinetwegen. Da zu studieren, das möchte ich wirklich gerne wissen. Ja, wirklich, das kann doch nicht so schwer sein, rauszukriegen, dass man von Konfektion, weil sie nicht mehr geht, auf etwas anderes umsteigen muss. Wirklich. Das kann doch nicht so schwer sein. Nun gut, wie ihr euch das vorstellt, das weiß ich. Ihr denkt immer, alles ist schnell gemacht, geht im Nu. Aber das Problem ist ja, dass man begreift, dass die Konjunktur schlecht ist.
dass man entscheidet, wann man sich umstellt. Aber dass Entscheidungen das Wichtigste sind, das begreift ihr ja gar nicht. Das begreift keiner von euch. Kein einziger. Eben. Und wer bitte sehr kümmert sich denn um die Konkurrenz? Im Grunde genommen braucht man sich um die Konkurrenz gar nicht zu kümmern. Im Grunde genommen wirklich nicht. Natürlich gibt es die Konkurrenzen. Unser Gewerbe wie in jedem anderen auch. Natürlich gibt es die. Aber was kümmert uns die Konkurrenz? Die Konkurrenz ist da für uns überhaupt kein Problem. Überhaupt keins. Na schön. Mag die Konkurrenz kein Problem sein, bitte sehr. Aber das Problem ist doch, dass man immer auf dem neuesten Stand ist. Dass man die neuesten Geräte hat. Dass man überhaupt weiß, was es für Möglichkeiten gibt. Darauf kommt es doch an. Und darum muss sich doch um Gottes Willen einer kümmern. Das ist völlig richtig. Um solche Sachen, da muss sich einer kümmern, der was davon versteht. Und das eine kann ich euch sagen. Ohne Pumps, da seid ihr am Arsch. Da seid ihr kaputt. Der macht das nämlich alles für euch. Der liest die ganzen Zeitungen für euch. Der kümmert sich um diesen ganzen Scheißdreck, von dem ihr überhaupt gar keine Ahnung habt. Wenn man nicht mit den neuesten Methoden arbeitet und die Möglichkeiten, die eine Kolonne bietet, wahrnimmt, versteht ihr? Dann ist es doch ganz klar, dann braucht man nicht zu 6 oder zu 8 zu arbeiten. Dann ist es doch viel vernünftiger, jeder geht, was weiß ich, auf eigene Faust klauen. Und versucht es so. Genau. Das hast du ganz richtig gesagt, Jungs. Unter diesen Umständen ist es wirklich viel vernünftiger. Jeder arbeitet für sich alleine, statt alle für ihn. Verstanden? Was Reinhold da sagt, ist richtig. Warum sollen alle für einen arbeiten? Andererseits bin ich der Meinung, eine echte Zusammenarbeit ist bestimmt das Beste und Schönste, was es überhaupt gibt. Jeder von uns ist dafür, dass wir zusammenarbeiten. Ist doch ganz klar, sonst wären wir doch überhaupt nicht hier. Aber wieso sollen wir so eine Arbeit in der Kolonne machen und einer hat eben doch mehr Rechte als die anderen? Und die anderen haben nicht mal sowas wie eine Kontrollmöglichkeit. Also das ist das Mindeste, was man haben muss. Ein bisschen Vertrauen in so einer Gruppe. Das ist die absolute Voraussetzung. Natürlich, wenn ihr kein Vertrauen zu mir habt, bitte. Momentchen mal. Wenn eine Zusammenarbeit von verschiedenen Leuten darauf aufgebaut ist, dass mehrere zu einem Vertrauen haben müssen, dann sind mehrere auf einen angewiesen und damit abhängig. Tja, das ist doch nichts als Geschwätz. Jeder von uns weiß doch ganz genau, dass man vom Klauen allein nicht satt wird. Jeder von uns weiß doch, zuerst wird geklaut, dann gibt es die Ware und die muss dann zu Geld gemacht werden. Und dazu braucht man Verbindung. Und eben die hat Pumps. Im Gegensatz zu jedem von uns. Das ist absolut richtig. Heutzutage, da nützt euch das ganze Einbrechen nichts mehr. Heutzutage, da geht es in der Welt nicht mehr bloß um Stemmeisen und Gebläse. Heute muss man Geschäftsmann sein. Richtig. Heutzutage muss man Geschäftsmann sein. Darum bist du ja auch stiller Teilhaber von so vielen kleinen Geschäften. Bei Kirschnerläden zum Beispiel, nicht wahr? Und andere mehr. Und das ist doch auch der Grund, warum wir immer Waren klauen müssen. Und uns nicht ans Geld trauen, nicht wahr? Weil der Pumps mit den Waren mit seinen eigenen Geschäfte handeln kann. Nicht wahr? Das ist reiner Quatsch. Waren sind einfach nicht so gefährlich wie Geld. Meint ihr, ihr würdet heute alle noch frei rumlaufen, wenn ihr auf Geld gegangen wärt statt auf Waren? Meint ihr das wirklich? Der Gedanke allein ist doch schon falsch. Waren müssen meist verändert werden, bevor sie verkauft werden. Gehen durch 5 oder 6 Hände. Das ist sehr viel gefährlicher als einfach Geld. Richtig. Und was glaubt ihr, warum Pumps als einziger von uns seine Schäfchen für diesen Winter schon ins Trockene gebracht hat? Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Aber wenn ihr glaubt, ich würde euch betrügen, bitte sehr, meinetwegen kann immer einer von euch dabei sein und mich überprüfen. Wir wollen ja nicht in einem Verein sein, wo einer den anderen überprüfen muss. Wir wollen gleiche Rechte. Bitte sehr. Bei gleichen Pflichten. Und verteilte Verantwortung. Ah ja, das ist es, Verantwortung. Gleiche Rechte wollt ihr, gleiche Pflichten vielleicht noch gerade, aber niemals gleiche Verantwortung. Ich habe da nämlich Angst davor. Wenn du meinst, ich für meinen Teil, ich habe einen Plan. Du hast einen Plan. Was für einen Plan hast du denn? Was für einen Plan kann er denn haben? Na komm, Rudi, komm, raus damit. Raus mit deinem Plan, den du da hast. Na los. Na,
Sag's ihnen doch endlich. Tja, da ist eine Verbandstofffabrik in der Stralauer Straße. Und das ist ein Hofgebäude. Und da ist ein Tresor, ein Privatkontor und da sind sehr, sehr große Summen drin. Und da es eben ein Hofgebäude ist, ist es eben völlig ungefährlich. Zumal der Tresor ein eher antikes Produkt ist. Und da gibt es Geld. Bargeld. Und keine Tomaten oder Rosen oder irgendwelche lächerliche Päcktsmäntel. Genau, das ist das Wichtigste. Endlich mal Geld. Und keine Ware. Denn mit Geld ist ein Betrug nicht möglich. Geld lässt sich teilen. Durch 6, durch 5, durch 9. Geld lässt sich ganz präzise und exakt verteilen. Also ich für meinen Teil, ich kann nur sagen, ich bin dagegen. Ja, und ich finde das völlig idiotisch. Woher wisst ihr, ob der Rudi das alles richtig ausgerechnet hat? Ich meine, richtig auskalkuliert hat. Woher wollt ihr das wissen? Wir wissen es deswegen, weil wir ihm dabei geholfen haben. Aber ich finde, die Sache ist ganz einfach. Wenn ihr dagegen seid, stimmen wir doch einfach ab, nicht? Abstimmen? So einen Quatsch habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Abstimmen. Aber bitte, meinetwegen, lasst uns abstimmen. Warum denn? Warum denn eigentlich? Lass ihnen doch ihre Chance. Lass ihnen doch. Also bitte, meine Herren, wer dafür ist, den Bruch, den Rudi ausbaldauert hat, zu machen, der hebe bitte die Hand. Also ich denke, mit Franz' Stimme haben wir die Mehrheit. Nicht wahr? Jetzt geht das Wumm, Wumm, ohne Trommel und ohne Flöten. Die Bäume schwingen rechts und links, Wumm, Wumm, aber sie können den Takt nicht halten. Wenn die Bäume gerade links sind, geht es dazu Wumm nach links über. Sie knicken um, knacken, knastern, knattern, bersten, prasseln, dumpfen um. Lass mich mal versuchen. Das kann nicht Sinn, wenn du nicht geübt bist. Ich will es trotzdem versuchen. Das hat keinen Sinn. Das hat wirklich keinen Sinn. Da muss man geübt drin sein. Ihr müsst aufhören! Der Wärter muss jeden Moment zurückkommen! Wir hauen ab, kommt, jetzt gehen wir. Du bist so ein Riesenidiot. So ein Idiot habe ich noch nie gesehen. Das war unsere einzige Chance. Du hast jetzt alles kaputt gemacht. Jeden Trumpf hast du zurückgegeben. Jeden Trumpf hast alles versaut. Du Trottel, du Vollidiot. Wumm macht der Sturm. Nach links musst du. Hua, Zurück, das ist vorbei. Er ist weg. Man muss nur den rechten Moment abpassen. Wumm, da kommt er wieder. Achtung! Wumm, wumm, wumm. Das sind Fliegerbomben. Er will den Wald abreißen. Er will den ganzen Wald erdrücken. Du Idiot. Es ist und bleibt, wie ich immer gesagt habe. Waren sind besser. Für alles andere, da muss man Spezialist sein, Mac. Verstanden? Idiot! Du weißt genau, das kann jedem passieren, jedem. Vielleicht, aber nicht gerade heute. Heute oder morgen. Waren sind besser. Die Bäume heulen und schaukeln sich. Es prasselt, sie brechen, es knattert. Wumm, es geht ans Leben. Wumm, wumm, die Sonne ist weg. Stürzende Gewichte, Nacht. Wumm, wumm, ich bin deine. Komm doch, wir sind bald da, ich bin deine. Steht da drin. Frau Bast? Ja? Schlafen Sie schon?
Tut mir leid. Aber entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht ein bisschen Verbandszeug da? Eine Salbe, na, Puder wäre noch besser. Da hat sich nämlich einer verbrannt, ein Freund von mir. Wie spät ist es denn? Keine Ahnung, 3 oder 4. Naja, Sie haben Humor. Ich hab dort was im Kasten. Ich sauf ein bisschen. Und schon brüllt die Frau. Und es ist Silvester. Und ich komm nach Haus. Er ist nicht da. Sie. Erst um 7 Uhr kommt sie an. Mit einem anderen geschlafen. Hat mich betrogen. Mein Geschäft habe ich aufgegeben. Und habe keine Frau mehr. Und der Franz mit der Mieze. Ein Hund, der Reinhold. Ja, nun ist gut, Frau Bass. Nun gehen Sie mal wieder schlafen. Und Mick. Kommt jetzt hierher. Mal her die Hand. Naja, ja, das tut ein bisschen weh, aber das hast du ja vorher gewusst. Hm? Schon besser? Stimmt. Ziemlich idiotisch. Was gerade heute passieren musste. Man kann sich seine Niederlagen halt nicht aussuchen. Was sagt man? Man sagt so ja die Wahrheit. Aber hat im Grunde doch nichts gesagt. Nee, komm. Das muss ich alleine machen. So ein Verband. Weißt du? Da muss das Gefühl von ihm drin und von dem anderen, der hat spürt. Manchmal merke ich richtig, während ich spreche, dass das, was ich sage, ein ziemlicher Unsinn ist, aber ich sage das irgendwie trotzdem gerne. Franz. Ja? Ich hätte dir schon längst was sagen sollen. So? Was denn? Wegen dem Reinhold. Franz. Das ist ein schlechter Mensch. Der Reinhold. Also bitte, Mac. Das ist das Einzige, was ich nicht leiden kann, wenn jemand schlecht über einen Reinhold spricht. Das ist nämlich im Grunde ein guter Mensch. Auch wenn ihr das alle nicht sehen könnt. Du bist blind, Franz. Auf beiden Augen. Also gut, Mac, sprechen wir nicht mehr darüber. Es gibt eigentlich niemanden, mit dem ich darüber sprechen kann. Ich kann es ja kaum mit mir selbst. Ich gehe dann jetzt. Ich habe dir nicht alles gesagt, was ich dir hätte sagen wollen und müssen. Ich hoffe, du kannst mir eines Tages verzeihen deswegen.
Weißt du, wie spät es ist? Ja, ja, gibst du mir noch einen? Ja, aber wir müssen schnell machen. Ich muss auch mal schlafen. Was hast du mit der Hand gemacht? Ach, nichts weiter, verbrannt. Ach so, verbrannt. Max, du kennst dich doch aus so in so Sachen, die nicht ganz legal sind. Da wollte ich dich nämlich was fragen. Ja, das kommt darauf an. Ich bin natürlich kein Rechtsanwalt, aber vielleicht kann ich dir helfen. Ich wollte wissen eigentlich, was ist, wenn man einen Toten begraben hilft? Einen Toten begraben? Was heißt denn das? Naja, wenn man einen findet, der tot ist und man gräbt ihn ein. Geht es um einen, den ihr verstecken wolltet, der von der Polizei erschossen worden ist, oder? Wie auch immer. Das Wichtigste ist, wenn man ihn nicht selber umgebracht hat. Und man möchte nicht, dass er gefunden wird. Kann einem da was passieren? Naja, es kommt darauf an, ob du den Toten gekannt hast. Ob du einen Vorteil hattest, dass du ihn eingegraben hast. Ein Vorteil. Einen Vorteil habe ich gar nicht gehabt. Aus Freundschaft. Hab bloß geholfen. Liegt einer da und ist tot und hab gedacht, es ist besser, wenn er nicht gefunden wird. Von der Polizei gefunden? Eigentlich ist das bloß Fundunterschlagung, würde ich sagen. Aber es kommt halt auch darauf an, wie er wirklich umgekommen ist. Weiß ich doch nicht, war doch nicht dabei. Für jede Sache von den anderen aus. Ich habe nicht mitgeholfen, habe nichts gewusst davon, gar nichts. Liegt da und ist tot. Und auf einmal heißt es, fass mit an, wollen ihn eingraben. Wer sagt dir denn das? Wer mir das sagt? Wer sagt mir denn das? Irgendwer. Ich will jetzt bloß wissen, was da mit mir ist. Hab ich da was verbrochen, wenn ich mithelfe eingraben, oder? Weißt du, so wie du das darstellst, eigentlich nicht. Oder zumindest nicht viel. Wenn du gar nicht beteiligt warst oder gar kein Interesse daran hattest. Warum, frage ich mich, hast du dann aber mitgeholfen? Mit angefasst habe ich. Aus Freundschaft. Nicht mitgeholfen. Ist ja egal. Jedenfalls war ich nicht beteiligt. Ich habe auch kein Interesse daran gehabt. Was hatte sie denn für ein Kleid an? Einen dunklen Rock und eine rosa Bluse. Seide? Kleid war es Seide. Aber es war hellrosa. Und sonst? Im Haar trug sie immer so etwas wie eine Schleife. Ach, eine Schleife. Herr Kommissar? Einen Moment. Die Schleife haben wir gefunden. Dort, wo das Werkzeug aufgeworfen ist. Hier liegt ein Baumstamm. War es vielleicht so eine Schleife? Ja. Sie können wieder gehen, Wachtmeister. Danke. Also, wie
Sie gekommen sind, da war das Mädchen schon tot. Ja. Wie wollen Sie denn das beweisen? Warum? Naja, wenn Ihr Reinhold sagt, dass Sie sie umgebracht haben oder dass Sie geholfen haben. Ich habe tragen geholfen. Warum soll ich das Mädchen umbringen? Aus demselben Grund, aus dem er sie umgebracht hat. Oder umgebracht haben soll. Ich war doch gar nicht mit ihr zusammen. Aber nachmittags doch. Nicht nachher. Da hat sie noch gelebt. Das wird ein schweres Alibi. Wo waren Sie denn am Abend und in der Nacht, nach der Sache mit dem Reinhold? Ich war verreist. Er hat mir seinen Pass gegeben und ich bin abgehauen, damit ich, wenn es rauskommt, mein Alibi beweisen kann. Merkwürdig. Und warum zeigen Sie das jetzt an? Waren Sie denn damals so befreundet mit ihm? Nein, ich nicht. Aber der Franz. Tja, Sie scheinen Erfolg gehabt zu haben. Sie war die Tochter eines Straßenbahnschaffners aus Bernau. Die Mutter ging dem Mann durch und ging aus dem Haus. Abends fuhr sie manchmal nach Berlin und ein paar Mal nahm sie einer mit ins Hotel. Dann war es zu spät, dann traute sie sich nicht mehr nach Hause, dann blieb sie in Berlin und dann traf sie Eva und es ging weiter. Zuletzt blieb sie immer mit einem vereint. Das war ein einarmiger, starker Mann, den Mietzer auf einen Blick lieb gewann und ist ihm gut geblieben bis an ihr Ende. Ein schlimmes Ende, ein trauriges Ende, das Mietzer am Ende traf. Warum? Warum? Was hat sie verbrochen? Sie kam aus Bernau in den Strudel von Berlin. Sie war nicht unschuldig, gewiss nicht, aber von inniger, unauslöschlicher Liebe zu ihm, der ihr Mann war, den sie betreut wie ein Kind. Sie wurde zerschlagen, weil sie dastand, zufällig neben dem Mann. Und das ist das Leben. Ist schwer zu denken. Sie fuhr nach Freienwald, um den Freund zu schützen. Dabei wurde sie erwürgt. Erwürgt, dahin, erledigt. Und das ist das Leben. Wie viel hat Hiob gelitten, bis er alles erfuhr? Sein Kleid hat Hiob zerrissen, die Hände hat er sich zerbissen, das Haupt hat er sich zerrauft, Erde hat er über sich gehäuft. Aber es war noch nicht genug. Mit Geschwüren wurde Hiob geschlagen, von der Fußsohle bis zum Schenkel trug er Geschwüre, er saß im Sand, der Eiter floss von ihm, er nahm einen Scherben und schabte sich. Ja? Das Fräulein Eva ist da, Herr Bieberkopf. Eva? Tag, Eva. Ja, Mädel? Was ist? Du hast doch was. Aber wenn du so bist wie jetzt, dann hast du doch was. Was passiert? Das wird schon was Schlimmes sein. Ne? Lass mich. Also bitte, Eva, sei so gut und sag mir, was los ist. Und komm rein. Da ist was mit Herbert. Hat er dir gehauen? Ich geh nicht rein, ich geh nicht rein, ich geh nicht rein, ich geh nicht rein, ich geh nicht rein. Was ist denn mit ihr? Und ich hab da ja alles gemacht.
Ihr dämlichen Weiber! Nun macht doch bloß nicht so ein Affentheater! Ihr haltet mich doch sowieso schon für einen armen Affen, der euch auch noch gehört! Tut mir so leid, Fräulein Eva. So sehr leid. Um Sie natürlich und um die Mieze. Aber am schlimmsten ist doch der Franz dran. Nicht? Das bin ich ja. Das bin ich ja. Und dann der Reinhold. Mord an einer Prostituierten im freien Walde. Emilie Kasunka aus Berlin. Emilie Kasunka aus Berlin. Was ist denn das? Was bedeutet denn sowas? Mord. Mieze. Mein Bild in der Zeitung. Und mein Bild. Ich und Reinhold. Und Mord. Emilie Kasunke aus Berlin. Ich und Reinhold und Mord. Emilie Kasunke aus Bernau und Freienwalde. Wie kommt denn die nach Freienwalde? Ich und Reinhold. Und jetzt, Franz? Was sagst du jetzt? Mord bei Freienwalde. Emilie Kasunke aus Bernau. Geboren am 13. Juni 1904. Die ist tot? Und deshalb haben wir sie nicht gefunden. Warum ist denn da dein Bild in der Zeitung? Ja, das weiß ich doch auch nicht, um Gottes Willen. Ja, was ist denn das? Ich weiß doch auch nicht, wie das darin kommt in der Zeitung. Das ist doch komisch. Was ist denn passiert? Die ist tot. Und ihr ist irgendwas passiert. Jetzt ist es raus. Die ist nicht weg von mir. Die hat einer umgebracht. Eva! Unsere Mieze, die hat einer umgebracht. Meine Mieze. Wenn du in blauen Äther schwingst, die Sonnenwärme, fliege dich lang zu fliegen zu ihrem Haus, das von Rosen umsäumt, wo von Liebe sich reimt. Eva! Hast du das gelesen? Die hat einer umgebracht, die Mieze. Die Mieze hat einer umgebracht, unsere Mieze. Die ist nicht weg von mir. Die hat man nicht verlassen. Passiert ist der was. Die ist nicht weggelaufen von mir. Das furchtbare Prager Unglück. 21 Tote bereits geborgen, 150 Personen verschüttet. Dieser Trümmerhaufen war noch wenige Minuten vorher ein 7-stöckiger Neubau. Jetzt liegen unter ihm noch viele Tote und Schwerverletzte. Der ganze Eisenbetonbau im Gewicht von 800.000 Kilogramm stürzte in die 2 Stockwerke unter der Erde. Der in der Straße diensthabende Wachmann warnte, als er das Krachen vom Bau hörte, die Fußgänger. Er sprang geistesgegenwärtig auf einen heranfahrenden Wagen der Straßenbahn und zog selbst die Bremse. Über dem Atlantik trugen gewaltige Stürme. Das Gericht verhandelt gegen Bergmann, der ein Parasit am Wirtschaftsleben und gemeingefährlich und skrupellos war. Der Graf Zeppelin kommt bei unsichtigem Wetter über Berlin an.
Sternklar ist der Himmel, als er 2:17 Uhr Friedrichshafen verlässt. Um das schlechte Wetter, das aus Mitteldeutschland gemeldet wurde, zu umgehen, nimmt das Luftschiff seinen Weg über Stuttgart, Darmstadt, Frankfurt am Main, Gießen, Kassel, Rathenow. Um 8:35 Uhr ist es über Nauen, 8:45 Uhr über Starken. Kurz vor 9 Uhr erscheint der Zeppelin über der Stadt. Trotz regnerischen Wetters waren die Dächer mit Schaulustigen besetzt, die das Luftschiff mit Jubel begrüßten, das seine Schleifenfahrt über den Osten und Norden der Stadt fortsetzte. 9:45 Uhr fiel in Starken das erste Landungsseil. Warum lachst du denn? Ich hab dich gefragt, warum du lachst. Warum du lachst, will ich wissen. Was gibt's denn da zu lachen? Was denn? Warum ich lache? Willst du wirklich wissen, warum ich lache? Du fragst doch selber, warum ich wohl lache. Warum lache ich denn? Weil sie tot ist, die Mieze. Und weil sie mir nicht weggelaufen ist. Und weil sie einer umgebracht hat. Und weil sie mir nicht weggelaufen ist, die Mieze. Verstehst du das? Nee, Franz. Das verstehe ich nicht. Nee. Nee. Da ist ein Schnitter. Der heißt Tod. Und der kommt gegangen. Auf Beilen und Stangen. Und der bläst ein Flötchen. Und dann reißt er die Kiefer auseinander. Und dann nimmt er die Posaune. Wird er die Posaune blasen, wird er die Pauken schlagen. Wird der furchtbare schwarze Sturmbock kommen. Warum? Immer sachte. Wumm. Und am Auto habe ich gelegen. Das war wie jetzt. Da war eine Mühle und ein Steinbruch. Und das hat immer über mir geschüttet. Ich nehme mal zusammen. Ich kann mal halten, wie ich will. Das nützt nichts. Das will mich kaputt machen. Und wenn ich ein Balken aus Eisen wäre, das will man kaputt brechen. Ja, es wird was kommen. Was wird kommen? Sieh dich vor, Franz, die sind hinter dir her. Wann? Gibt's was Neues? Ja, was? Wann hast du das gelesen? Ich soll die Mieze umgebracht haben. Ich hab's immer verhauen, das ist wahr, aber die denken, weil ich die Ida hingemacht habe.
mal doch an, Eva. Ist was an mir? Du gib mal doch an. Ist das was an mir? Du sollst mal noch ankicken, ob was an mir ist. Das muss doch was sein an mir. Was soll ich denn machen? Der Meck ist auch draußen gewesen in Freienwalde. Da haben sie den Mieze hin verschleppt. Und dann hat der Reinhold das mit Gewalt gemacht. Warum soll der Reinhold das gemacht haben, hä? Der hat mal unter das Auto geschmissen. Jetzt könnt ihr das ja wissen. Der ist es gewesen, der Reinhold. Aber das schadet nicht. Ich bin ihm nicht böse deswegen. Aber wenn ich so was lerne, der Mensch muss was lernen. Und wenn er nichts lernt, dann weiß er nichts. Und läuft da rum wie ein Hornochse und weiß nichts von der Welt. Ich bin ihm nicht böse. Das wollte er mal unterkriegen. Er hat gedacht, er hat meine Tasche. Aber da bin ich nicht drin gewesen. Er hat mal nicht in der Tasche gehabt, das hat er gemerkt. Und darum hat er mir die Mieze weggenommen. Und hat ihr das angetan. Aber was kann denn die Mieze dafür? Warum? Darum, bloß wegen dem Schinkenrasse, Bom, ja, bloß wegen dem Schinkenrasse, Bom. Aber das macht mir ja nicht aus. Das macht jetzt ja nicht mehr aus. Warum hast du der Mieze nichts gesagt davon? Ich bin nicht schuld daran. Dagegen kannst du nichts machen. Der hätte mich doch abknallen können, wie ich auf seiner Bude war. Aber das sag ich euch. Dagegen gibt's nichts. Hättest du nur einen Ton gesagt, Mensch. Ich sag dir, die Mieze lebt heute noch. Die würde heute noch leben, wenn du einen Ton gesagt hättest. Und der andere, der hätte jetzt den Kopf unter dem Arm. Ich bin nicht schuld daran. Man weiß nie, was einer macht. Du weißt doch nicht, was er jetzt macht. Das kriegst du nie raus. Und ob ich's rauskriege, wart's nur ab. Geh nicht ran an den, Herbert. Ich hab auch Angst. Ich sehe mich schon vor. Erst mal rauskriegen, wo er steckt. Und eine halbe Stunde drauf, dann haben wir ihn die Bullen. Du lässt die Finger von dem, Herbert. Der gehört dir nicht. Der gehört mir. Mir?